Baalbek, das Rätsel der Riesen. Der heiße Wind, der durch das Bekaa-Tal im Libanon fegt, trägt den Staub von Jahrtausenden durch eine der monumentalsten Ruinenstätten unserer Erde. Für die Römer war dieser Ort Heliopolis, die glorreiche Stadt der Sonne. Die Überreste des gigantischen Tempels ragen majestätisch in den Himmel und zeugen von unbestrittener Genialität römischer Architektur. Doch das wahre, tiefgründige Mysterium von Baalbek reckt sich nicht in den Himmel hinauf, sondern schlummert tief verborgen im Boden, auf dem diese Tempel errichtet wurden. Wer den Blick von den eleganten römischen Bauten abwendet und sich auf das massige Fundament der Anlage konzentriert, blickt geradewegs in einen Abgrund der menschlichen Geschichtsschreibung. Hier ruht ein architektonisches Wunder, das jede uns bekannte antike Technologie schlichtweg verspottet und Wissenschaftler bis heute vor ungelöste Rätsel stellt. Die Stützmauer des Jupiter-Tempels ruht auf megalithischen Steinblöcken, die in ihrer schieren Größe und absoluten Präzision ihresgleichen suchen. Die Krönung dieses Fundaments bildet der sogenannte Trilithon, der Dreistein. Dabei handelt es sich um 3 gewaltige Kalksteinblöcke, von denen jeder einzelne ein schätzungsweises Gewicht von unfassbaren 800 Tonnen auf die Waage bringt. Diese Steine liegen jedoch nicht einfach flach auf dem Erdboden. Sie wurden auf eine Weise positioniert, die uns heute den Atem raubt. Präzise eingefügt in eine Mauer, befinden sie sich in einer Höhe von rund 7 Metern über dem antiken Bodenniveau. Noch verblüffender als das Gewicht und die Höhe ist jedoch die beispiellose Präzision, mit der diese Giganten verarbeitet wurden. Völlig ohne den Einsatz von Mörtel wurden die Quader millimetergenau aneinandergefügt. Angesichts dieser Tatsachen drängen sich unweigerlich Fragen auf, die das Fundament unseres historischen Verständnisses ins Wanken bringen. Wie hebt man 800 Tonnen massiven Fels? Und selbst wenn man eine Methode fände, sie anzuheben, wie manövriert man derart kolossale Gewichte in der Luft so fehlerfrei an ihren vorgesehenen Platz? Die Römer waren unbestritten Meister der Baukunst und hinterließen akribische Aufzeichnungen über ihre ingenieurtechnischen Meisterleistungen. Dennoch findet sich in keinem einzigen ihrer Dokumente auch nur die kleinste Erwähnung über den Bau dieses monströsen Fundaments in Baalbek. Warum sollten sie eine architektonische Meisterleistung von solch beispiellosem Ausmaß verschweigen, wenn sie doch ansonsten so stolz auf ihre Bauwerke waren? Das Rätsel vertieft sich noch erheblich, wenn man den antiken Steinbruch besucht, der sich knapp 1 Kilometer von der Tempelanlage entfernt befindet. Dort schlafen die wahren Riesen der Antike im Fels, als wäre die Arbeit an ihnen von einer Sekunde auf die andere hastig niedergelegt worden. Einer dieser Giganten ist als der Stein der schwangeren Frau bekannt. Er ist ein Monolith von über 1000 Tonnen Gewicht und galt lange Zeit als der größte von Menschenhand bearbeitete Stein der Welt. Doch die Überraschungen rissen nicht ab. Im Jahr 2014 stieß man bei Ausgrabungen direkt unterhalb dieses Steins auf einen noch gewaltigeren Block. Dessen geschätztes Gewicht sprengt mit unfassbaren 1650 Tonnen jegliche Vorstellungskraft. Was geschah an diesem Ort? Warum wurden diese unglaublichen Monolithen im Steinbruch beinahe vollständig fertiggestellt, aber letztendlich nie abtransportiert? Die drängendste aller Fragen richtet sich jedoch auf die Logistik hinter diesem Unterfangen. Wie planten die damaligen Baumeister, einen über 1600 Tonnen schweren Gesteinsbrocken fast 1 Kilometer weit leicht bergauf zur eigentlichen Tempelanlage zu transportieren? Wer waren die wahren Architekten dieses Unmöglichen? Blicken wir hier auf die stummen Überreste einer älteren, hochentwickelten Zivilisation, die vielleicht durch eine globale Katastrophe am Ende der letzten Eiszeit von der Bildfläche verschwand? Lokale arabische Legenden, die sich die Menschen hier seit Jahrtausenden erzählen, flüstern von einer ganz anderen Wahrheit. Sie berichten davon, dass Baalbek die erste Festung der Menschheit war, erbaut von einem sagenhaften Geschlecht mächtiger Riesen. Wenn man heute als Besucher vor diesen gewaltigen Mauern steht und den kühlen, sonnengebrannten Stein berührt, spürt man die Schwere der Geschichte. Die Steine von Baalbek schweigen eisern, doch in ihrem Schweigen sind sie die stummen Zeugen einer Macht, einer Technologie und eines Wissens, das uns heute völlig abhanden gekommen ist. Sind wir in unserem modernen Fortschrittsglauben vielleicht einfach blind für ein gewaltiges, längst vergessenes Kapitel der Menschheitsgeschichte? Das leise Echo der Unmöglichkeit hallt noch immer durch das Bekaa-Tal und wartet darauf, von uns verstanden zu werden.